Mit euch haben wir es geschafft und sind schon mehr als 5000, die Deutsch und Dialekt in Österreich genauso faszinierend finden wie wir. Das freut uns ungeheim. Danke, dass ihr uns unterstützt, unsere Videos seht und mit ihnen lernt und uns viele tolle Kommentare schreibt. Als kleines Dankeschön für eure Unterstützung haben wir 5 tolle Fragen, die ihr uns in den Kommentaren geschrieben habt, ausgewählt und werden sie heute gemeinsam mit euch beantworten. Los geht's! Die erste Frage kommt von TeaTime027. Diese Lernende hat einen Satz im Dialekt im Supermarkt in der Steiermark entdeckt und uns gefragt, was er heißt. Die Steiermark ist übrigens eins von 9 Bundesländern in Österreich. Vielen Dank für deine Frage und dass du schon so lange mit uns Deutsch in Österreich lernst. Schauen wir auf den ersten Satz. Es kehrt mehr gnascht. In so einem kurzen Satz steckt tatsächlich herrlich viel Dialekt. Es und mehr können wir gut verstehen. Dann haben wir kehrt. Hier versteckt sich das Verb gehören im Dialekt. Es ist in der dritten Person Singular konjugiert, also wird aus es gehört ganz einfach es kehrt. Hier passieren typische Dinge. Einmal verkürzen wir gern die Vorsilbe g zu g. Und zweitens tauschen wir den Umlaut ö zu einem Diphthong er aus. Das machen wir zum Beispiel auch bei müssen, wo wir den Umlaut ü zu einem ihr tauschen und in unserem Dialekt mirsen sagen. Das zweite Verb könnt ihr vielleicht schon besser erraten. Gnascht meint genascht. Hier passiert genau dasselbe wie vorhin. Wir kürzen das G zu G. Und das Verb naschen meint normalerweise mit viel Genuss, Süßigkeiten oder Leckereien essen. Der ganze Satz lautet also, es gehört mehr genascht. Und das meint einfach, dass wir mehr naschen sollen oder mehr naschen müssen. Mit der unpersönlichen Form es möchte man nicht nur eine bestimmte Person ansprechen, sondern eine generelle Aussage machen. Mit es gehört mehr genascht möchte man also alle auffordern, mehr zu naschen. Wir könnten auch zum Beispiel sagen, es gehört mehr gelacht. Also wir sollen mehr lachen. Oder es gehört mehr gefeiert. Wir sollen alle mehr feiern. Ja, in Zeiten wie diesen kehrt mehr was? Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Nächste Frage. In euren 2 nächsten Fragen geht es ums Begrüßen und ums Verabschieden im Dialekt. Starten wir mit der ersten Frage. Entschuldigung, Nati, ich möchte jetzt schnell was sagen. Grüß euch. Wollt ihr Ihren Dialekt noch besser verstehen? Dann schaut bei uns auf Patreon vorbei. Da findest du zu jedem neuen Video ein PDF-Transkript und eine Audiodatei, das euch beides runterladen könnt. Und ihr unterstützt dabei nur unsere Arbeit. Das würde uns voll freuen. Ihr fragt, gibt es das Grüßti und Grüß euch bzw. Pfirti und Pfiat euch eigentlich auch in der sogenannten Höflichkeitsform als Grüßener bzw. Pfirtener? Und findet es im Alltag in Österreich Anwendung? Vielen Dank für die Frage. Die Antwort ist ja. Grüßti ist die informelle Begrüßung, um einer Person Hallo zu sagen. Und Grüß euch verwenden wir, wenn wir mehrere Personen informell begrüßen möchten. Natürlich gibt es aber auch eine formelle Variante. Und das ist Grüßerna. Dabei steht Erna für das Personalpronomen Ihnen. Aber auch Grüßi ist möglich und üblich. Zum Beispiel könnten wir sagen, Grüßerna, darf ich Sie schnell was fragen? Grüßi, könnte ich Sie etwas fragen? Das gleiche Prinzip trifft aufs Verabschieden zu. Während wir Pfirti zum informellen Verabschieden einer Person verwenden, können wir mit dem informellen Pfiat euch Tschüss zu mehreren Personen sagen. Und auch hier haben wir zusätzlich zur informellen Version die formelle Version, nämlich Pfirtener. Hier gibt es allerdings nicht die Option mit Pfiat Sie. Wir persönlich würden sagen, dass alle Versionen typisch sind und im Alltag auf jeden Fall vorkommen. Wir persönlich verwenden die formellen Varianten nicht so häufig, da wir meistens im Freundeskreis und mit der Familie in Dialekt sprechen. Und die duzen wir natürlich. Zum Begrüßen und Verabschieden im Dialekt haben wir übrigens auch schon ein Video gemacht. Da zeigen wir euch die Basics, die ihr kennen müsst. In der zweiten Frage zum Thema Begrüßen und Verabschieden habt ihr gefragt, wie sagt man einen schönen Tag noch? An schönen Tag nu oder an schönen Tag nu. Hier geht es also um die Verabschiedung. Für einen schönen Tag noch sagen wir im Dialekt an schönen Tag nu. Wir hängen also hier normalerweise keine für den Akkusativ typische IN-Endung an das Adjektiv an. Das ist aber eigentlich falsch. Wir könnten aber auch sagen an schönen Tag nu. Auch nur schönen Tag nu oder schönen Tag nu ist typisch. Was aber nicht geht, ist schönen Tag. Das wäre dann nämlich der Komparativ, also schöneren,
und dann würden wir eigentlich einen schöneren Tag wünschen und das klingt ein bisschen komisch. Außer natürlich, ihr möchtet jemanden tatsächlich einen schöneren Tag, morgen zum Beispiel, wünschen, weil der heutige Tag nicht gut gelaufen ist. Die nächste Frage fanden wir spannend, weil sie zeigt, dass es nie einen Dialekt und eine Version im Dialekt gibt. Die Frage lautet, sagt ihr eher war sie nicht oder war sie nicht? Beide Versionen meinen weiß ich nicht in unserem Dialekt. Beim Beantworten der Frage haben wir bemerkt, dass wir tatsächlich beide Versionen austauschbar verwenden können. Und wir konnten keinen nachvollziehbaren Grund für uns finden, warum wir eher war sie nicht oder war sie nicht sagen. Wir würden wirklich beide Versionen verwenden, ohne Präferenz. Wenn uns jetzt andere ÖsterreicherInnen zuschauen, die hier klar eine Version bevorzugen, dann schreibt uns bitte in die Kommentare, welche das ist. Dann können wir alle voneinander lernen. Die letzte Frage haben wir ausgewählt, weil wir so oder so ähnliche Fragen oft hören. Und zwar geht es um Empfehlungen für Filme, für Serien oder für Bücher. Uns gefällt vor allem die Frage nach Filmen oder Serien gut, weil ihr damit sehr gut euer Hörverständnis trainieren könnt. Vergesst nicht, es geht nicht darum, dass ihr selbst den Dialekt sprecht, sondern darum, dass ihr den Dialekt im Alltag gut verstehen könnt und somit gut im Alltag zurechtkommen könnt. Und dabei hilft euch natürlich authentisches Material. Daher empfehlen wir euch auf jeden Fall viel Inhalt zu konsumieren, der Dialekt enthält, am besten sogar aus verschiedenen Regionen in Österreich. Es kommt natürlich ganz auf euer Interesse an, deshalb möchten wir euch nichts Spezifisches empfehlen, sondern euch eher Plattformen zeigen, wo ihr etwas Passendes für eure Interessen finden könnt. Denn es ist wichtig, dass ihr Inhalte auswählt, die euch persönlich natürlich interessieren und relevant für euch sind. YouTube ist dabei natürlich eine super Quelle. Wenn euch zum Beispiel das Thema Garteln und Selbstversorgung interessieren, dann haben wir euch schon einmal einen Kanal in einem Video von uns vorgestellt. Es gibt aber auch zum Beispiel Podcasts, in denen Dialekt gesprochen wird. Wir hören auch gern zum Beispiel Erklär mir die Welt, in dem oft Gäste eingeladen sind, die österreichisches Standarddeutsch oder auch Dialekt sprechen. In einem anderen Video haben wir euch auch schon einmal Frühstück bei mir empfohlen. Und schaut auf alle Fälle auch auf der TV-Thek vom ORF vorbei. Der ORF ist der österreichische Rundfunk und strahlt immer wieder Programme im Dialekt aus. Ein Kulturformat des ORFs sind beispielsweise Alltagsgeschichten. Hier findet ihr auch teilweise Videos auf YouTube. Mit den Alltagsgeschichten könnt ihr den Wiener Dialekt kennenlernen. Auch in den regionalen Radiosendern wie Radio Salzburg, Radio Tirol und so weiter ist oft Dialekt zu hören. Okay, 2 Klassiker möchten wir euch aber doch nicht vorenthalten. Eine echte Wiener Kultserie findet ihr auch als Playlist auf YouTube. Und zwar Ein echter Wiener geht nicht unter. Es ist eine Komödienserie mit Karl Merkatz aus den 70er Jahren. Es geht um das Leben einer Arbeiterfamilie, die im 10. Wiener Gemeindebezirk lebt. Eine andere Komödie ist die Emma 2412. Die haben wir euch schon einmal in diesem Video vorgestellt. Für Krimi-Fans gibt es verschiedene Krimiserien, die in Österreich spielen, wie zum Beispiel Soko Donau oder Soko Kitzbühel. Wir verlinken euch in der Videobeschreibung noch mehrere Quellen, wo ihr Inspiration finden könnt. Ihr habt uns noch viele andere super Fragen und Kommentare hinterlassen. Wenn ihr möchtet, dass wir noch mehr davon in einem Video beantworten, dann lasst uns das jetzt gern unten in den Kommentaren wissen. Wir freuen uns aber natürlich auch auf neue Fragen. Wie immer sagen wir jetzt danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir sehen uns nächsten Samstag zu einem neuen Video und bis dahin nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch in Österreich. Doppelt so viel Spaß. Ma, Alter, jetzt geht das schon wieder nicht. Hey, kannst du mir sagen, wie man das einschaltet? Ja, super. Dann sehen wir uns morgen, oder? Ma, was ich da noch sagen wollte.